Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle News. Alle News bzw. Informationen rund um das Battlefield Franchise, natürlich vorrangig mal Battlefield 2042 und aber auch das kommende Battlefield. Und ja, ihr habt richtig gehört, denn heute haben wir, die ersten Infos zumindest von Tom Henderson erhalten und das ist eins der wesentlichen Themen, auf das wir heute eingehen werden. Zusätzlich habe ich für euch noch die wöchentlichen Missionen im Gepäck. Es gibt kostenlose Prime-Skins, die ihr abstauben könnt. Es gibt eine nicht unwesentliche Umstellung im Portal-Modus, auch darüber werden wir einmal sprechen. Und dann checken wir natürlich auch noch die ganzen anderen News rund um DICE bzw. EA, Twitter, etc. Also, wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann bleibt gerne mit am Start. Anfangen werden wir erstmal mit den wöchentlichen Missionen. Also, wir sind mittlerweile schon in der 15. Woche, immer noch ohne einer offiziellen Season. Also, die soll ja erst im Sommer kommen. Wir erinnern uns, es gibt noch keinen offiziellen Termin, also da müssen wir nach wie vor warten. Ihr könnt diese Woche einen Winter Series Skin für das LCMG freischalten. Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus und auch die Aufgaben sind relativ easy. Ihr müsst 10 Gegner mit Seitenwaffen eliminieren, 45 Teammitglieder mit Munition versorgen und 10 Logistik und Ziel-Ribbons erhalten, also die Ordensbänder. Das ist alles, was man so in einem Standardspielmodus relativ easy und simpel mit abschließen kann und dementsprechend wird jeder von euch, der Battlefield 2042 natürlich vorausgesetzt noch spielt, den auch ohne weitere Probleme mit abgreifen können. Genauso kostenlos sind derzeit wieder Prime-Skins im Game. Also wenn ihr einen Prime-Account habt, beziehungsweise Amazon Prime sowieso nutzt, dann ist das für euch komplett gratis. Müsst ihr euer Profil nur verlinken und dann bekommt ihr auch nochmal 3 kostenlose Skins. Einmal für Sundance, den Lebensretter-Skin, den M5C Bold Kupferfarben-Skin, den ich persönlich dann doch ziemlich nice finde. Sieht irgendwie cool aus, so dieses leicht Kupfer angerostete, gefällt mir gut. Und dann einmal den Waffentalisman Funkgeflüster. Warum Funkgeflüster? Keine Ahnung. Den hätten sie vielleicht eher Bartgenuschel oder so nennen können. In jedem Fall gibt es hier irgendwie so einen lässigen Schnurrbart-Anhänger. Wer es braucht. Anyway, es ist gratis und as always, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, von daher, das nehmen wir doch ganz einfach mit, Leute. Im nächsten Punkt gehen wir auf die Änderungen betreffend des Portal-Modus ein. Und zwar, wir erinnern uns, wir hatten immer 5 gefeaturete Portal-Modi. Das heißt, die 5 Modi habt ihr volle XP bekommen, auch für Waffen und so weiter. Das ist ja in den regulären Portal-Modi kurzzeitig wieder drin gewesen, dann nehmen sie es wieder raus, also es ist irgendwie auch nicht so wirklich konstant. Sicher seid ihr immer in den gefeaturten Modis, da bekommt ihr auf jeden Fall alles an XP und Zuwächsen, was ihr braucht. Das waren immer 5, jetzt haben sie es auf 3 runter reduziert, dafür aber die Rollierung erhöht. Begründung war ganz einfach, dass man mehr Fokus auf bestimmte Modi legt und auch auf den Friday Night Modus mehr Wert legen wird. Wenn ihr mich fragt, liegt die Wahrheit da ein bisschen woanders, weil das Spiel halt einfach keiner spielt. Da muss man sich nicht extra Serverkapazitäten blockieren für 5 Modi, die keiner zockt, sondern dann reduzieren sie es eben auf 3. Also das ist, denke ich, die Wahrheit an der ganzen Sache. In jedem Fall wollen sie es auf jeden Fall im Wechsel dann handhaben. Das heißt, 2-mal die Woche werden diese Modi dann gewechselt und soll dann entsprechend immer Donnerstag und Montag rollierend eingesetzt werden. Was haben wir jetzt aktuell an Spielmodi mit reinbekommen? Es gibt wieder, oh Wunder, Team Deathmatch 2042, also mit allen Spezialisten und eben Waffen aus Battlefield 2042 wurde auch mal wieder Zeit. Server waren bis auf die erste Runde, da waren es nur 3 Spieler, die Folgerunden waren aber alle voll, also gut spielbar, kann man gut spielen, außer hier die Grüße gehen raus an alle Boris-Spieler mit AC42 campend im Eck, inklusive Wallhack. Ansonsten relativ gut spielbar, dann haben sie noch im Game 1942 vs 2042 Conquest-Modus, wobei die Soldaten von 1942 dann eben eine zusätzliche Panzerung erhalten, dass das irgendwie ausgeglichen ist. Weiß ich nicht, ob einer von euch da schon mal in den Modus reingeschaut hat, ist jetzt nicht unbedingt meins. Und Rush wurde zugefügt, allerdings im Hardcore-Modus, also mit eingeschränktem bzw. nicht vorhandenem HUD. Und gut, wer es braucht, wer es will. Verstehe ich nicht ganz so diese Anpassung. Da hätte ich mir dann doch gewünscht, dass einfach der reguläre Rush-Modus nach wie vor im Spiel bleibt und vielleicht einfach um Maps aus dem Portal-Modus abweichend vom BF 2042 erweitert worden wäre. Das hätte uns alle, denke ich, wesentlich glücklicher gemacht als einen Rush-Hardcore-Modus. So, bevor wir jetzt in die neuesten Leaks von Tom Henderson
Henderson reinschauen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf Twitter. Markus Lito hat getwittert, dass er in Stockholm war bei EA DICE und bei den Legends, die das Battlefield-Franchise an und für sich groß gemacht haben, hat sich da einiges an Informationen abgeholt und ist dann wohl auch wieder zurück nach Seattle, wo er ja sein neues Studio aufbaut, beziehungsweise das erweiterte Studio aufbaut, wo sie dann final auch mal ein bisschen mehr machen wollen und hoffentlich auch am Battlefield weiterarbeiten wollen. Auf dem offiziellen Kanal gibt es immer die Verlinkung zur Direct Communication. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, diese Woche war extrem krass, die 12G Frag Shotgun in der Kritik. Die hat nämlich über sämtliche Distanzen One-Shot gemacht und der eine oder andere hat vielleicht das Video von Jack Frags gesehen oder von Anders. Wenn nicht, kann ich euch an der Stelle gerne mal verlinken. Also das war schon ziemlich funny, aber halt total broken und das as always in einem AAA-Titel schon bisschen bitter. Und dementsprechend würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt um die, ja klar, mit Vorsicht zu genießenden Leaks von Tom Henderson, aber wir alle wissen, dass der gute Mann grundsätzlich immer sehr, sehr gut informiert ist und ich denke, man kann da schon auf seinem neuesten Blogbeitrag oder seinem neuesten Beitrag da schon einiges an wirklich sehr, sehr interessanten Informationen rausziehen. Worum es da geht, fasse ich euch an der Stelle ganz einfach mal grob zusammen. Dann müssen wir uns das hier nicht gemeinsam komplett reinziehen. Wer das natürlich möchte, dem verlinke ich auch diesen Artikel in der Videobeschreibung. Also da könnt ihr auch sehr gerne komplett euch das selber im Selbststudium oder whatever reinziehen. Ansonsten fasse ich jetzt für euch mal die gröbsten und wichtigsten Dinge zusammen. Also vor dem Launch von Battlefield 2042 sollte es ja ein Love Letter an die Community und Fans und bla 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 werden und wir alle wissen, was daraus geworden ist. Ein kompletter Reinfall und so wird es auch intern bei DICE kommuniziert, also as a complete miss und trotzdem wollen sie aber gewisse Dinge nach wie vor richtig stellen, also das ist nach wie vor auf deren Agenda und natürlich wurden auch schon Mitarbeiter von diesem Game abgezogen, also von Battlefield 2042, nichtsdestotrotz ist da wirklich noch eine sehr, sehr starke Unit auch noch dran, das Spiel in den Gang zu bekommen, beziehungsweise das Spiel erweiternd fortzusetzen und das ist im Übrigen normal, dass so ein Teil des Erstentwicklerteams oder Basisentwicklerteams dann auf ein neues Projekt geschoben wird, also das muss man jetzt nicht unbedingt als Kritik sehen, es wird nach wie vor am Battlefield 2042 gearbeitet, inwieweit wir da noch was bekommen, leider ist meine Vermutung, die werden das absolute Minimum an diesen 4 Season Passes ins Game bringen und recht viel mehr wird dann auch nicht passieren. Recht interessant sind so Informationen, gerade in Bezug auf den neuen Battlefield-Teil, dass ja sie durchaus 128 Spieler und auch die Specialists als absoluten Kritikpunkt identifiziert haben und sie damit planen, einiges an den zuletzt durchgeführten Änderungen im nächsten Battlefield-Teil wieder zurückzunehmen. Ob das wirklich bedeutet, dass wir keine Spezialisten mehr haben, glaube ich persönlich nicht. Ich glaube eher, dass die eben an die klassischen Rollen mehr connected werden. Also dass es halt dann eben Spezialisten für Assault, für Medic, für Recon, für Versorger und keine Ahnung was gibt. Also dass die Spezialisten nochmal geclustert werden, aber dass grundsätzlich die Spezialisten im Spiel enthalten bleiben. Aber es soll zumindest kein reiner und darauf ausgerichteter Hero-Shooter mehr werden. Was EA und DICE uns dann in Zukunft servieren wird, das bleibt natürlich abzuwarten. So Leute, und damit seid ihr eigentlich auch schon wieder auf dem absolut aktuellen Stand. Ich hoffe, euch hat der kleine Überblick as always gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Like. Könnt auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr grundsätzlich am Battlefield-Content oder FPS-Shooter-Content interessieren seid und da bei uns mit am Start bleiben wollt. Würde den Channel unterstützen, würde mich unterstützen und natürlich auch freuen. Demzufolge wünsche ich euch jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende, macht es gut, genießt auch mal ein bisschen die Sonne, ja, mal ein bisschen raus aus dem Zockerkeller kommen und dann sehen wir uns in alter Frische bzw. hören uns im nächsten Livestream oder Video. Haut rein und bis dann, euer A-Team.